Heute möchte ich dir 5 Fehler vorstellen, die immer wieder beim Augenzeichnen gemacht werden. Also, los geht's. Du siehst, ich habe hier die 5 Fehler aufgelistet und wir werden Stück für Stück schauen, sodass du diese Fehler nicht auch begehst. Denn die Augen sind das Allerwichtigste. Ja, ob beim Mensch oder beim Tier. Wir schauen immer zuerst in die Augen. Also, los geht's. Fehler 1. Die Form wird meist falsch gezeichnet, ja, wie eine Mandelform. Ja, das ist aber nicht so. Anatomisch korrekt ist das, dass wir hier erst einmal in einem ca. 45 Grad Winkel hochgehen. Also wir zeichnen das obere Lid, haben dann hier diesen Halbbogen, hier unten den Tränenkanal, also wir zeichnen von vorne gesehen ein rechtes Auge und gehen dann hier rüber. Ja, also dass wir hier einen Gegenwinkel sozusagen haben. Ja. Weißt du? Also nicht diese Mandelform, wo wir auch ganz schnell hier so einen Fisch draus machen können, ja, sondern wir haben hier Gegensätze sozusagen. So. Das ist schon mal ein grundlegender Fehler, der immer wieder gemacht wird, denn es geht ja letztendlich nicht darum, die Augen schön zu zeichnen, sondern sie korrekt zu zeichnen. Und dann kann man immer noch davon ausgehen, wie realistisch möchte ich das Auge zeichnen. Ja? Übrigens, du bist hier auf Schmidts Zeichenwelt, meinem Kanal. Ich bin Ralf. Und ja, weiter geht's. So, Fehler Nummer 2, der oft gemacht wird. Die Iris ist kein Ei. Wir sehen hier das Auge in der Frontalansicht und demzufolge ist die Iris kreisrund. Wo ist mein Modell? Hier ist mein Modell. Ja, hier habe ich mal einen Tischtennisball genommen, um das in 3D zu veranschaulichen. Ja, also die Iris ist, wenn man von vorne guckt, kreisrund. Okay, und wird sehr oft vom oberen Lid verdeckt. Ja, stell dir das obere und das untere Lid vor wie eine Jalousie, die auf- und zuklappen, immer wieder. So, also schauen wir mal. Wir gehen hier wieder ca. 45 Grad rum, nicht rum, sondern hoch, zeichnen den Halbbogen, obere Iris und dann die untere. So, nicht die Iris, sondern das Lid meine ich natürlich so. Und jetzt zeichnen wir kein Ei, sondern einen Kreis. Ja? Ein Kreis, der oben mehr verdeckt wird als unten. Wir gehen mal davon aus, dass das der normale Ruhezustand des Auges ist. Ja? Also der Kreis würde jetzt hier so weitergehen. Die Iris wird aber vom oberen Lid verdeckt. Ja? Also ganz wichtig, dass du das kreisrund hier machst. Ja? Wichtig für die Ansicht. Wenn der Kreis natürlich weiter nach hier sitzt, gucken wir nach innen. Wenn der Kreis weiter nach rechts ist, gucken wir nach außen. Aber wir nehmen erstmal die normale Ansicht, denn von der normalen Ansicht können wir ganz einfach am besten ableiten. Ja? Erst dann können wir das Auge drehen und die Blickrichtung verändern, also die Seele mit einbringen. So, und natürlich ist dann auch die Pupille rund. Ja? So, man kann sagen, innen wie außen oder außen wie innen. Okay? So, kommen wir zu Fehler Nummer 3. Mein Ball rollt hier immer weg, den muss ich mal ein bisschen festmachen. So, die Iris wird häufig zu klein gezeichnet. Ja? Also, das wirkt eher wie ein aufgerissenes Auge, wenn wir uns erschrecken. Das passt aber nicht, also es passt an den meisten Stellen halt nicht. So, weiter. Nochmal, wir zeichnen nochmal die Augenform, zeichnen immer mit. Das Gute ist, weißt du, dass man immer mit jeder Übung auch gleichzeitig festigt, wie man zeichnet. Ja? Also, macht die Iris schon wie hier oben, aber ich gehe nochmal speziell darauf ein, groß genug. Ja? Sodass wir einen mittleren Gemütszustand haben. Und du kannst ja auch gleich nochmal zusätzlich hier den Lichtreflex reinzeichnen, sodass das Auge noch lebendiger wirkt. Ja, hier können wir schon mal ein bisschen ausmalen. Du siehst,
Das Auge bekommt schon einen gewissen Charakter, ja, eine gewisse, wie soll man sagen, seelische Wirkung. Ja. So. Siehst du? Das ist ganz, ganz wichtig erstmal. Immer die Grundform. Und wenn du willst, zeichne ruhig mit, machen wir hier die oberste Lidfalte noch mit, ja. So. Und hier unten kommt nochmal die Wasserlinie, aber ich will nicht zu sehr ins Detail jetzt reingehen. Ja? Also ganz, ganz wichtig, dass du erstmal diese Grundform hier verinnerlichst. Ja, die Pupille ist meistens schwarz und so haben wir erstmal eine gute Form des Auges. Ja? Es geht hier nicht um Schönmalen, sondern einfach um zu verstehen, wie das Auge wirklich aufgebaut ist. Ja? Und ich habe jetzt eine Bitte an dich. Nimm dir mal bitte kurz 5 Sekunden Zeit und abonniere meinen Kanal, lass mir gerne ein Like da und damit du nicht abgelenkt wirst, höre ich mal kurz auf, dass wir dann gemeinsam wieder weitermachen. Also, für 5 Sekunden mal kurz Stille. Vielen Dank, lass uns jetzt weiter loslegen. Der 4. Fehler, der häufig gemacht wird, ist, dass die Wimpern falsch angeordnet werden. Ja, dass die Wimpern in die falsche Richtung gehen, dass die Striche, die Wimpern, es sind der Härchen, zu dick sind und nicht in die richtige Richtung gehen. Also legen wir los. Wir zeichnen wieder unser Auge von vorne, das obere Lid, Tränenkanal, so. Also, wir haben die Wimpern, das kannst du dir vorstellen. Wir haben hier 12, wir haben hier 3, wir haben hier 6 und wir haben hier 9. Und nach dieser Richtung, nach dieser Uhr, die Uhr ist eine gute Merkhilfe, können wir praktisch die Wimpern besser zuordnen und zeigen, in welche Richtung sie gehen. Ja? Also du siehst hier, das sieht aus wie ein Igel. Wimpern werden immer geschwungen. Siehst du? Und nochmal. Du siehst, hier gehen sie in diese Richtung und sie werden immer steiler. Meistens sitzen sie auch in Zweier- oder Dreiergruppen zusammen. So, hier wechseln wir die Richtung. Denn die Augen, Entschuldigung, die Wimpern sind ganz, ganz wichtig für die Gesamtansicht des Auges. Ja? Also für die Spannung, für die Dynamik. Du siehst schon, wir gehen hier immer weiter rum. An der Innenseite werden sie kürzer, an der Außenseite sind sie etwas länger. Ja, aber das zeige ich genau in meinen großen Zeichenkursen auf meiner Akademie Schmidt Zeichenwelt. Ja. Das detaillierte Bearbeiten ist dann meinen Abonnenten, meinen Teilnehmern vorbehalten. Hier stelle ich dir halt gewisse Systematiken vor, damit du Einblicke bekommst. Und wenn du tiefer eintauchen willst, geh auf mein Profil. Unter meinem Profil, meinen Kanal, findest du alle Informationen zum Zeichenkurs. So, weiter geht's. Du siehst, wir folgen einem bestimmten System. Jetzt beschäftigen wir uns mit den unteren Wimpern. Ja. So. Viele haben halt damit zu tun, erstmal die Länge, aber auch die Richtung der Wimpern zu bestimmen. Also hier kommen mehrere Dinge zusammen, die man gleichzeitig beachten muss. Und es ist gut, wenn man die Schritt für Schritt übt. Also du kannst zum Beispiel die Wimpern erstmal so üben. Gar nicht mal achten auf die Lage, ja, sondern einfach erstmal auf die Ausführung. Und immer den Stift schön locker halten, wenig aufdrücken, denn die Härchen, also zeichne nicht so, denn das sind Härchen. Ja? Also man kann sagen, streichle das Papier einfach ein wenig, drück wenig auf. Na, das übt sich immer sehr, sehr gut erstmal so, dass man sich nur auf diese Halbschwünge erstmal konzentriert und dann später die Feinheiten hinzufügt. Also Zeichnen ist doch immer ein Prozess, ja. Keiner macht und kriegt es sofort hin. Das ist ja das Spannende, ja. So, du siehst, das Auge bekommt sofort eine gewisse Dynamik. Wir zeichnen hier auch noch einmal die Iris mit der Pupille ein.
Machen die Iris wieder ein wenig dunkler. Beim Zeichnen der runden Form hier, der Iris, hilft dir, dass hier die größte Ausdehnung ist, ja, des Kreises. Ja. Das kannst du dir einfach so vorstellen, wir haben hier den Kreis, die Iris, die rund ist und die wird dann ganz einfach abgeschnitten. Ja. Also hat sie hier die größte Ausdehnung. Die Mitte kannst du durch ein Kreuz bestimmen, wenn du das mit der Pupille nicht reinbekommst. Das ist alles Übung. Ja? Ich rate dir, mach so viele wie möglich Zeichnungen, skizziere nur, zeichne nicht realistisch, skizziere nur, bis du die Form stimmig hast. Ja? Denn das realistische Zeichnen dauert immer sehr, sehr lang und ist sehr, sehr intensiv. Ja? So, wo ist denn hier mein anderes Werkzeug? Ich wollte dir noch was zeigen. So, aber zum Schluss machen wir das. So, jetzt haben wir hier den 5. Fehler. Die Wimpern. Wo kommen sie genau raus? Auch ein häufiger Fehler, der gemacht wird. Das habe ich hier schon angedeutet, aber ich will es Schritt für Schritt einzeln aufteilen, so ist es leichter zu verstehen. Also, wir zeichnen nochmal das Auge. Tränenkanal. So. Wir zeichnen uns als Hilfestellung hier die Wasserlinie ran. Ja. Zeichnen ruhig mit, die Iris. So, okay. Jetzt zu den Wimpern. Wo kommen die genau raus? Ja, du siehst hier schon, ich habe es hier gezeigt, das werden wir nochmal explizit üben. Viele setzen die Wimpern praktisch hier auf dieser Lidlinie an und nicht auf der Wasserlinie. Aber das ist falsch, die kommen nicht hier raus, sondern sie kommen hier auf dieser Linie raus. Ja, also die nennt man die Wasserlinie, so eine Kante, wo halt die Wimpern rauskommen. Ja, und oben kommen sie halt hier direkt raus. Das sieht man manchmal nicht genau. Das hängt doch davon ab, wo ist mein Auge. Ob du das Auge mehr von oben siehst oder mehr von unten. Ja, sie setzen jedenfalls an der oberen Lidkante an. Und wie die Perspektive ist, so wandelt sich das auch ein wenig. Ja. So, wir gucken aber jetzt frontal auf das Auge und ziehen halt diese Linien hier raus. Mach feine Härchen. Denke mal daran, dass es Härchen sind. Ich sage manchmal Linien. Wir zeichnen Linien, die wie Härchen aussehen sollen. Ja? So. Okay, und du siehst, wenn man die Haare richtig platziert und nicht wie hier direkt an der Kante, haben wir wirklich eine sehr, sehr schöne Ansicht. Ja? Das ist erstmal ganz wichtig. Was gibt es noch zu sagen? Die oberen Wimpern sind stärker und etwas länger als die unteren. Warum? Stell dir vor, Schmutz kommt von oben, Staub, Feuchtigkeit und die Wimpern sind eigentlich wie so ein Fänger, das uns das davon abhält, dass wir Schmutz ins Auge bekommen oder Staubkörnchen. Ja? Also das ist ihre Funktion. Wir legen meistens Augenmerk auf mehr Ästhetik, aber das ist halt jedem selbst überlassen. Ja? Aber wenn man meistens die Funktion versteht, wird auch klar, was man da zeichnet, ja? Und warum man es so zeichnen sollte. Ja? So, jetzt habe ich dir erstmal die 5 Fehler erklärt und wie man es vor allen Dingen richtig macht. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Schau mal, hier habe ich jetzt einen Papierwischer und wenn man das Auge hier in Schatten setzt, dann wird das immer realistischer. Ja? Aber das sind wie gesagt Schritte, die ich in meinen Zeichenkursen vermittle, wo man Schritt für Schritt lernt auch, wie man aus Kugeln Formen aufbaut, Wassertropfen, Bäume, Pilze, also aus geometrischen Formen verschiedene Zeichnungen, also sich den Zugang leichter macht. Ja? Das habe ich auch schon in anderen Videos erklärt auf meinem Kanal. Schaue da gern auch nochmal vorbei. Es ist immer wichtig,
Ich kann in einem Video nicht alles erklären. Man muss bestimmte Sachen immer von einer gewissen Sichtweise zeigen. Ja? Bei mir war es immer so, wenn ich was gezeichnet habe, dann okay, die Sache habe ich bewältigt und dann kam bei mir die nächste Herausforderung. Aber wie mache ich das? Es ist nämlich was anderes, wenn du beispielsweise jetzt bei mir hier siehst, das und du zeichnest das nach. Ja? Also zeichnest das ab sozusagen. Aber noch was ganz anderes ist es, wenn du auf einmal ein leeres Blatt hast. Und jetzt hast du nur deine Vorstellungskraft. Also das, was du als geistiges Bild siehst und das, was du umsetzen kannst mit Hilfe deiner Hand. Also Linienführung, Kreise zeichnen und so weiter und so fort. Ja? Das ist immer so wie so ein Test, finde ich immer. War für mich damals immer der Test, okay, habe ich das wirklich verstanden? Leeres Blatt raus, versuchen abzuzeichnen und sehen, ob ich mir alle Einzelheiten gemerkt habe. Wenn nicht, gehe ich wieder zur Vorlage zurück, gucke, was war das nochmal genau, wie ging das und dann habe ich da weitergemacht. Ja? Und so, glaube ich, hat man einen sehr, sehr guten Lerneffekt. Und das Auge ist ganz einfach, man braucht es halt sehr, sehr häufig, die Zeichnung. Und ja, es ist ganz einfach ein gutes Modell, ja, weil es eine gewisse Lebendigkeit hat. Nicht nur Technik, sondern auch eine gewisse Seele entsteht, wenn man das zeichnet. Ja. Und das macht halt das Zeichnen aus. Nicht nur Technik, sondern Technik und Lebendigkeit kombiniert, finde ich. Ja, also, dass die Zeichnung eine Seele hat und nicht nur, ja, der kann das ja richtig gut technisch, aber irgendwie ist es langweilig. Also Zeichnen bringt beides zusammen, unseren Verstand und unsere Seele, im besten Fall. Ja. So, okay. Ich bedanke mich für dein Zuschauen. Wie gesagt, abonniere dir gerne den Kanal. Lass mir ein Like da, wenn du Fragen hast, rein in die Kommentare. Mich würde zum Beispiel interessieren, wo hast du die größten Herausforderungen beim Augenzeichnen? Was ist dir gut gelungen oder was möchtest du noch wissen? Ja, also schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn du tiefer einsteigen willst, schau unter dem Video in meine Kanalbeschreibung. Dort findest du sogar einen kostenlosen Kurs, einen Einsteigerkurs und bei Bedarf kannst du gern bei den großen Zeichenkursen auf meiner Plattform Akademie Schmitz Zeichenwelt vorbeischauen. Also wenn du tiefer einsteigen willst. Das war's. Ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video hier auf meinem Kanal Schmitz Zeichenwelt wiedersehen. Bis dahin, wie sagt man, gut Stift? Ich glaube Quatsch. Bis dahin viel Freude beim Zeichnen.